Ecuador zieht uns von der ersten Sekunde an in seinen Bann. Die Landschaften, die neue Reiselust und diese unglaubliche Herzlichkeit. Doch die Realität führt uns auch direkt in eine Werkstatt. Aus einem Fehler werden plötzlich 3. Wenn aber da Metallspäne drin sind, dann haben wir ein Problem. Eine erste Lösung lässt uns weiterfahren. Aber hält das Ganze auch, wenn wir tief in den Bergen sind? Die Neugier zieht uns stärker, als uns die Ungewissheit bremsen könnte. Ecuador hat uns längst gepackt. Und mit dem guten Gefühl, das wir in den ersten Tagen gewonnen haben, wollen wir das Land jetzt noch näher kennenlernen. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben, schön euch in Ecuador dabei zu haben. Ihr habt vielleicht im letzten Video schon gesehen, dass wir ins Land eingereist sind und ich kann bestätigen, so wie es hier ein bisschen anders aussieht, so ist auch unser erster Eindruck bisher auf jeden Fall sehr anders als unsere Eindrücke zuletzt in Peru waren. Ihr seht es ja schon, wir sind richtig dick eingepackt, denn morgens und abends ist es hier richtig warm. Aber nichtsdestotrotz. Frisch, glaube ich. Was habe ich gesagt? Warm. Warm. Nee, kalt. Sehr frisch, ja, sehr frisch, ja. Ja, mittags ist es sehr heiß hier. Aber egal. Es ist richtig angenehm trotzdem hier. Die Nächte sind angenehm kühl. Man kann wieder gut schlafen. Und allgemein, also wie Jessie ja schon meinte, die Vegetation sieht ja schon komplett anders aus. Das war so lustig. Wir sind kaum über die Grenze gefahren und auf einmal war alles grün. Alles sauber, wir sind durch kilometerlange Bananenplantage gefahren. Also wir sind hier wieder auf 2500 Meter Höhe durch die Berge gefahren. Zwischendurch hat es ausgesehen, als wären wir in der Schweiz. Also das war komplett ein Bild, was wir nicht erwartet hatten. Aber umso mehr freuen wir uns, Ecuador zu bereisen und uns in dieses Abenteuer zu stürzen. Ja, wir sind gerade auch beim Feintuning noch der letzten Sachen für unsere Route. Wir müssen ja langsam selektiv sein, da unsere Zeit hier in Südamerika mittlerweile ein bisschen begrenzt ist. Und ein weiterer Faktor ist, dass die Regenzeit hier angefangen hat. Gerade in den Bergen wäre es ja ungünstig, wenn wir irgendeinen Schneegestöber reinkommen. So müssen wir da ein bisschen rundherum navigieren. Aber ich glaube, egal wo uns die Route dann hinführt, wir werden sicher überall schöne Flecken finden. Wir starten jetzt auf jeden Fall, das wissen wir schon, hier in Cuenca. Das ist eine der wohl schönsten Städte Ecuadors, darauf freuen wir uns schon. Gehen wir auch nachher hin, aber erst müssen wir noch frühstücken und dafür müssen wir unser Brot noch fertig backen. Ich glaube, das ist jetzt auch dann ready und dann sehen wir uns auf jeden Fall die Stadt an. Ich freue mich schon. Ich würde sagen, das sieht schon richtig gut aus. Das kann jetzt gleich auf den Ofen, auf den Herd. Und falls jemand von euch noch das Rezept möchte von unserem schnellen, einfachen Brot, da haben wir mal einen Short dazu gemacht. Wir verlinken es euch auch in der Videobeschreibung. Es dauert etwa 20 Minuten vom Campingplatz aus zu Fuß hierher und schon ist man im historischen Kern von Cuenca. Es ist die drittgrößte Stadt Ecuadors und nicht umsonst gilt sie als eine der schönsten Städte des Landes, denn es ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ich würde sagen, bisher wirkt sie sehr bunt, sehr schön aufgeräumt, aber auch die Architektur, die koloniale Architektur, gibt ein wunderschönes Bild ab. Da sieht man wieder, wie freundlich die Ecuadorianer sind. Kaum sind wir hier in der Stadt, werden wir angesprochen. Also vor allem Jessie wird angesprochen. Mich nimmt dann so nebenbei wahr. Nein, aber die Leute sind hier wieder so freundlich und alle wollen wissen, wo wir herkommen, was wir hier machen. Und ja, ist richtig schön. Was wollten sie überhaupt von dir? Ja, also die Mädels, die studieren hier, ich weiß nicht, was sie studieren, aber sie brauchten unbedingt einen Interviewpartner, der Englisch spricht, weil sie musste mir auf Englisch ein paar Dilemmafragen, moralische Dilemmafragen stellen. Ja. Und die habe ich hoffentlich zufriedenstellend beantwortet.
primero el pueblo de Chiquita, después el pueblo de Checa. Tenemos que mirar. Sí, Ah, no, ¿de verdad? sí, lleve. Muchas La gracias. foto. ¿Tomamos una Foto juntos? Yes. Qué bonito, muchas gracias. Ach, wie süß. Wir sind jetzt hier auf der Plaza de las Flores, die bekannt ist für den Blumenmarkt. Sogar National Geographic sagt, dass das hier einer der schönsten Blumenmärkte der Welt ist. Ja, und natürlich kommen wir auch hier direkt ins Gespräch. Und ich habe mit dem Herrn hier hinten gesprochen ein bisschen. Und jetzt kam seine Tochter und hat mir diese Rose gebracht. Einfach, ach, die Leute sind hier so freundlich. Und also man muss auch sagen, es kommt ja beim Bild nicht rüber, aber hier riecht es auch hier so nach diesen Blumen. Das ist unglaublich. Also hier, der Platz ist nicht groß, aber das ist ein Erlebnis. Wirklich die Farben, die Gerüche und die Menschen wieder. Das ist einfach wunderschön. Heute gab es leider keine Rose für mich. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, aber man sieht hier wieder, wie freundlich die Menschen sind. Wir fühlen uns richtig wohl hier in Ecuador. Wir sind ja noch nicht so lange hier, aber es fühlt sich schon richtig gut an. Sabroso el bollo, caliente el bollo. Man sieht auch immer wieder, dass sie so kleine Kisten mit einzelnen Rosenblättern haben und sogar auch Rosen tatsächlich abrupfen, damit sie die Rosenblätter da in dieser Kiste dann verkaufen können, denn die werden tatsächlich genutzt. Eine Dame hat mir erklärt, dass das ins Badewasser getan wird und dann soll das Liebe oder Glück oder Gesundheit bringen, je nach Farbe der Blütenblätter. Eine richtig schöne Tradition. Ich kann mir vorstellen, es riecht auch richtig gut, da drin zu baden. Wir merken gerade, wie sehr wir genau das vermisst haben, diese Interaktion mit den Menschen, dieses Liebe, einfach dieses Herzliche zusammen. Das haben wir in Südamerika eher weniger erlebt, oder? Das war mehr so in Mexiko, in Zentralamerika, aber hier in Südamerika, also nicht, dass die Menschen unfreundlich oder nicht lieb waren, aber es war halt immer anders, oder? Ja, ich glaube, was wir hier auch spüren, ist so ein bisschen dieses Dynamische, das dazu kommt und dieses Ungezwungene, wo nicht wir den Kontakt suchen, sondern die Leute auch uns ansprechen. Ja. Das hatten wir ja schon länger nicht mehr, so in dieser Form. Das ist so schön, also es gibt einem so wieder mal die Lust, wieder zu reisen, oder? Schön von dir zu hören. Ja. Und wir geben es uns jetzt nochmal richtig in die Richtung, denn wir gehen jetzt auf den Markt. Ich glaube, hier sind wir im Paradies gelandet. Todo lo de cáscara de bota tiene pepitas, las que son de goma, se coge y se come. Ah, como se... Adiós. Gracias. So, es gibt jetzt Chirimoya. Habe ich noch nie gegessen, aber man sieht es immer wieder. Und jetzt meinte sie, ja, das bricht man einfach auf und dann isst man das da raus. Also ich probiere es mal. Die Frucht ist auch schon so ein bisschen weich, so soll sie sein, damit sie, wenn sie reif ist. Und dann gibt es noch so Kerne, die man dann raus essen muss. Also, Sie meinte ja, es sei sehr süß, ja? Das ist es auch? wirklich. Und ich dachte erst, es wäre so faserig, aber gar nicht. Das ist einfach so richtig sanftes Fruchtfleisch. Boah, ich könnte es auch nicht mit einer anderen Frucht gleichsetzen. Und die Kerne. Sehr lecker.
wir lieben ja diese Märkte und kaufen am liebsten auch hier ein, vor allem Früchte und Gemüse. Beim Fleisch, naja, da sind wir uns sehr unsicher, denn das Fleisch hängt hier einfach den ganzen Tag, obwohl die Einheimischen kaufen das. Also so schlecht kann es nicht sein, aber für uns immer noch so ein ungewohntes Bild. Im oberen Stock dieses Markts gibt es auch einen ganz bestimmten Teil, wo Limpias Energéticas durchgeführt werden. Hier riecht es auch wieder sehr intensiv, aber vor allem eben nach den Kräutern und den Pflanzen, die für diese Zeremonien verwendet werden. Seit Hunderten von Jahren wird hier nämlich traditionell eine energetische Reinigung eben durchgeführt, die den Menschen von negativen Energien befreien soll, also von Neid, von negativen Wünschen aus der Familie, aus dem Umfeld. Und also auch hier wieder, die Leute sind so offen und freundlich, haben uns so viel darüber erzählt, über diese Tradition, und es ist wahnsinnig interessant. Und ja, es gibt hier Leute, die kommen immer wieder hierher und lassen sich hier reinigen und so von diesen negativen Energien befreien. Hay poquitos brotes, hay sequito de pollo. Papi, 2 pollos para llevar. 2 kilos de carne. Ich muss ja sagen, so an Märkten weiß man oft nicht, was man bekommt, aber das stand hier gar nicht zur Debatte. Hier hieß es einfach, ihr setzt euch jetzt und ihr kriegt was zu essen. Ich meinte aber noch so, weil es gibt hier auch ein typisches Gericht mit Rinderzunge. Und ich muss sagen, Zunge ist nicht so meins, aber er meinte so, ja, wir bringen dir Hühnchen mit Reis und so traditionell, und das ist auch so ein typisches Gericht, das man hier isst. Und ja, mega cool, dass wir halt mit Einheimischen hier essen und diese Atmosphäre aufsaugen können. Ich feiere es total. Und lecker ist es natürlich auch. Ya. ¿Cuánto es? 2.50. Was ist? Ciao. Oh, für 2,50 $ wurde ich jetzt richtig satt. Es war sehr lecker, muss ich sagen. Und eben hier in dieser Atmosphäre. Also ich glaube, authentischer geht es kaum. Essen ist bei mir ja ein bisschen schwieriger, aber es hat auf jeden Fall richtig gut ausgesehen. Wir laufen jetzt mal raus aus der Markthalle und wollen uns noch eine Sache anschauen hier. Ein absoluter Klassiker hier in Cuenca ist auch der Panama-Hut und das dazugehörige Museum. Zum Namen kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall kommt dieser Hut ursprünglich von hier, aus der Region Cuenca. Also war ja klar, dass wir uns hier auch umsehen müssen und uns da ein bisschen was anschauen. Ich sehe, Roberto probiert schon den ersten Hut. Sag mal. Kann man schon machen. Esta máquina se llama prensa y funciona con 2 cosas, con un molde de aluminio que está caliente más o menos unos 50 grados centígrados, que se suavice y no se vaya a romper cuando le aplique la presión. Y le pasamos al molde positivo. Se acomoda y se pone una protección de cuero. Después le cerramos a la máquina y dejamos ingresar el aire. Después sacamos el sombrero y prácticamente ya va a estar listo. Ah, va así rápido. Así de rápido. Wow, Puedes okay. sentirle sale calentito. Está todo... Sí, sí, sí. Ah. Besser als ich dachte. Könnte man schon machen. Lo vamos a ajustar un poquito porque está un poquito grande. Wir wollen gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist trotzdem recht spannend, wie der Hut entsteht und er gehört ja auch einfach zu Cuenca dazu. Hier wird er übrigens Sombrero de Paja Taquilla genannt, denn er entsteht auch aus einer Art Palme, die man hier sieht, die eben auch so heißt, die Paja Taquilla. Ja, und diese Palme wird also geerntet, die wird abgekocht, getrocknet, dabei verliert sie auch die Farbe und dann
werden die Stränge immer feiner gemacht, sodass daraus dann die Hüte gewoben werden oder geflochten. Da gibt es 3 bestimmte Dörfer, wo das passiert und das nimmt dann so diese einzelnen Formen und Stadien hier an, bis er am Ende in etwa so aussieht. Der wird dann natürlich hier am Rand noch versäubert und in Pressen mit Druckluft und Hitze wird der Hut dann in seine typische Form geformt oder gepresst. Kostet auch nicht viel. $35 kostet der. Das ist halt wirklich so der billigste, den sie hier haben. Nach oben ist die Preisspanne quasi ins Unendliche. Also die teuersten Hüte, die sie hier haben, kosten $6.500. Muss man sich mal geben. Aber dafür arbeiten die Frauen 8 Monate lang an so einem Hut. Ja, und wieso ist es denn nun der Panama-Hut, wenn er doch eindeutig hier aus dieser Region kommt? Ja, das ist entstanden, als Präsident Roosevelt in Panama den Panama-Kanal eingeweiht hat. Die Panamesen wollten ihm einen Hut aus Ecuador schenken und er bedankte sich mit den Worten "Thank you for this Panama hat", danke für diesen Panama-Hut. Ja, und so hat sich das dann in die Welt getragen und so wurde der Name bekannt, obwohl es eigentlich der Sombrero de Paja Taquilla ist. Dieses Museum lohnt sich nicht nur, weil es sehr interessant ist und auch günstig. Also wir haben $1 pro Person bezahlt, sondern auch wegen der wunderschönen Aussicht und noch dem Kaffee, der hier ist, uns ein bisschen kurz zu erholen. Was für ein Tag. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall ganz schön geschlaucht. Ja, ich auch. Ich glaube, wir fühlen uns so, wie die Rose mittlerweile aussieht. Drum sind wir jetzt auch schon wieder runtergegangen an den Fluss. Also hier gibt es eigentlich 4 Flüsse, die durch Cuenca fließen und darum heißt Cuenca auch eigentlich Becken. Das kommt von dem vielen Wasser, das hier durchfließt. Und also das Wasser hier gehört zum saubersten Wasser von ganz Lateinamerika. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Ja, es sieht schon idyllisch aus. Ja, es ist auch sauber. Wahrscheinlich deshalb. Ja. Und es kommt direkt aus den Bergen. Es kommt direkt aus einem Nationalpark, glaube ich sogar. Also wenn das nichts heißt. So, wir laufen jetzt aber zurück. Und wir sehen uns am Morgen. Buenos dias. Es dauert immer eine Weile, bis die Sonne hinter diesem riesigen Baum vorkommt, aber die Stimmung ist ja trotzdem so friedlich, auch mit den Vögeln. Und ich gebe euch zu, in letzter Zeit bin ich nicht so diszipliniert mit meinen Übungen, aber heute habe ich schon mein erstes Erfolgserlebnis. Heute habe ich es durchgezogen und es tut ja doch immer gut. Seit über 4 Jahren gibt es eine Sache, die uns auf wirklich jeder Reise begleitet, und das ist die Jackery Power Station. Sie ist für uns die ideale Ergänzung zu unserem bestehenden Stromsetup und unser absoluter Retter, um Stromengpässe zu vermeiden. Egal, ob wir unsere Laptops laden, die Kameraakkus oder andere Geräte damit betreiben, wir wissen, wir können uns auf Jackery verlassen. Und mit dem mobilen Solarpanel können wir die Power Station jederzeit flexibel mit Sonnenenergie aufladen. Jackery ist für uns nicht wegzudenken und es gibt uns genau die Sicherheit, die wir unterwegs brauchen. Falls ihr euer Stromsetup auch upgraden wollt, schaut bei Jackery vorbei. Mit dem Code TRAVELERS erhält ihr 5% Rabatt auf euren Einkauf. Scannt dazu gerne unseren QR-Code ein oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Wir haben es losgeschafft. Nicht ganz so früh, wie wir wollten, aber es ist, glaube ich, okay. Wir haben heute noch einige, nicht unbedingt Kilometer vor uns, aber vor allem Fahrstunden, denn hier in den Bergen zieht sich es eben doch recht in die Länge und wir wollen ein bisschen Strecke machen. Als erstes gibt es jetzt in Cuenca aber noch einen Zwischenhalt. Wir wollen in eine Werkstatt fahren, denn ja, seit einer Weile haben wir ein Problem mit dem Sprinter.
Es hat angefangen in Chile, kurz vor San Pedro de Atacama, als wir beim Runterrollen mit Motorbremse auf einmal, als da die EDC-Lampe anging und als Roberto dann Gas geben wollte, ging der Motor komplett aus. Da haben wir dann ausgeschaltet, eingeschaltet und dann ging es wieder. Aber in letzter Zeit hat sich das Problem gehäuft und jetzt wollen wir dem doch ein bisschen näher auf den Grund gehen, denn ja, nicht, dass da was Gröberes dahinter ist. Also fahren wir eben in eine Werkstatt hier, die uns den Fehler hoffentlich auslesen kann, was uns weitere Informationen dazu geben wird, dass wir den Fehler weiter eingrenzen können und vielleicht eben auch lösen im Idealfall. Mal schauen, ob wir hier richtig sind. De la que le movemos ahorita. Esto de acá son bujías de incandescencia, por lo general debe estar quemado el módulo, pero creo que ustedes no están teniendo ese problema de encendido en las mañanas. ¿Y cómo que no tenía fuerza? Que se veía que el turbo No pegaba. ¿Apagamos? ¿Encendimos? Y el turbo pegó. Aprendió. Ya. ¿Qué filtro es este? Este es el filtro del vacío de la válvula del turbo. Va conectado acá. Ich glaube, hier sind wir in guten Händen. Zumindest haben sie das richtige Lesegerät. Das hatte niemand bis jetzt in den letzten 5 Jahren, um die Fehler auszulesen. Was auch gut ist, denn es sind auf einmal 3 Fehler aufgetaucht. Also das eine ist das EDC-Problem, was wir haben. Das baut er jetzt gerade aus. Es ist ein Regelventil von den Injektoren, glaube ich. Ja, irgendwie hängt das mit den Injektoren zusammen. Auf jeden Fall baut er das aus, um zu sehen, ob es verschmutzt ist oder ob da Metallspäne dran sind. Wenn es verschmutzt ist, das ist was Typisches hier in Südamerika, denn der schlechte Diesel, die klimatischen Bedingungen, all das Zeugs kann dazu führen, dass es verschmutzt wird. Und das kann man reinigen und dann sollte das in Ordnung sein. Das zweite Problem ist das Problem mit dem Turbo, was wir ja schon auch 2-mal hatten. Wir dachten jedes Mal, es sei wegen der Höhe gewesen, aber der Fehler wurde quasi gespeichert und es sieht auch da aus, dass, was war das? Ladedruckregler. Genau, das Ventil vom Ladedruckregler ist auch verschmutzt anscheinend. Das kann man auch putzen und dann sollte das Problem auch behoben sein. Und das dritte war... Das habe ich nicht verstanden. Aber auch nochmal so ein Ventil oder ein Filter. So ein kleiner Filter. Ja. Habe ich noch nie gesehen, so einen kleinen Filter. Auf jeden Fall, den kann man auch reinigen, ersetzen und dann sollte das Problem behoben sein. Das Einzige ist, wie gesagt, wenn da Metallspäne dran sind... also bei dem Regelventil hinten. Genau, dann sind wir wahrscheinlich länger hier. Pero no tiene limalla, tiene suciedad. Okay. ¿Sí? Entonces creo que... Gute Neuigkeiten, das Regelventil hat zwar Verschmutzung, aber es sind keine Späne, es ist kein Metall, das sind nur Verschmutzungen, die halt vom Diesel kommen und ja, das heißt, man kann es einfach reinigen, wieder reintun. Wir haben uns zwar jetzt auch die Teilenummer notiert, wir gucken mal, vielleicht kaufen wir mal ein neues, aber es sieht so aus, als wäre das jetzt auf jeden Fall soweit in Ordnung. Das war schon mal das Wichtigste. Está demasiado cochino. Se tendría que cambiar. Creo que eventualmente sí. Man hat gesehen, wie viel Dreck hier drin war und das, weil, also dieser Filter hier sollte eigentlich das filtern, was hier nicht gehen sollte und sieht beides ziemlich nicht so toll aus. Filter werden wir ersetzen, das hatten sie hier, dieses Teil hier kostet $300. Können Sie wahrscheinlich heute auch nicht auftreiben. Er meinte, wir sollen es jetzt einfach mal probieren, dadurch, dass wir nur 2-mal das Problem mit dem Turbo gehabt haben. Falls es noch öfters passieren sollte, müssen wir es einfach ersetzen. Aber wir wissen zumindest, was es ist. Wir bekommen die Teile auf jeden Fall hier in Ecuador und im schlimmsten Fall auch in Kolumbien. Man sieht einfach mal wieder, solche Werkstätten wie die von Jorge sind so viel wert. Wir haben totales Vertrauen in ihn. Er sagt uns auch, wo es keinen Sinn macht, gleich neue Teile zu besorgen, weil sie unnötig viel Geld kosten und weil es vielleicht auch eine andere Lösung gibt. Aber trotzdem wirkt er sehr gründlich auch und dass er uns schon sagt, wenn was kaputt ist. Und so diese gute Balance. Und er erklärt uns auch, wieso Dinge nicht funktionieren, wie sie zusammenhängen. Das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Also wir sind echt froh, dass wir hier diesen Stopp noch gemacht haben.
debería prenderse. Ahí está. So, fertig. Sind wir ready? Ciao. Ciao. Gracias. Das war ja mal ein erfolgreicher Vormittag. Viel erfolgreicher als wir dachten. Wir haben nicht nur ein Problem gelöst, sondern vemos. womöglich 3. Ciao, gracias. Wir sind happy, oder? Ja, voll. Hat alles gut geklappt. Ciao. Und das Wichtigste, wir haben ein Kennzeichen abgestaubt. Hey. Das Wichtigste in jedem Land. Ja, und damit sind wir eigentlich schon komplett. Wir haben nämlich gleich an der Einfahrt ins Land beim Zoll einen Badge bekommen. Den hier. Vielen Dank dafür. Das Kennzeichen haben wir. Ja, das Fehlt noch Auto Jimmy ist jetzt wie neu. Und Jimmy ist wie neu. Eine Sache fehlt natürlich beim Jimmy noch. Die Scheibe ist immer noch eine Katastrophe. Obwohl sich die Risse aus irgendeinem Grund nicht weiterentwickeln. Aber das müssen wir trotzdem auch noch regeln. Das machen wir wahrscheinlich auch noch in Ecuador. Aber nicht hier, weil wir wollen ja eigentlich noch vorankommen. Wir verlassen die Stadt und spüren mit jedem Kilometer, wie die Luft kühler wird und die Landschaft um uns herum an Weite gewinnt. Es geht stetig bergauf, tiefer hinein in das grüne Herz der Anden. Nach den ersten Tagen in Ecuador bleibt vor allem ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit. Ob es die ehrliche Hilfsbereitschaft in der Werkstatt war oder die herzlichen Begegnungen mit den Menschen in Cuenca. Ecuador macht es uns unglaublich leicht, uns willkommen zu fühlen. Diese Gewissheit im Rücken ist unser Antrieb, der uns sanft weiterschiebt, während uns die Neugier tiefer in die Berge zieht. Wir sind gespannt, was hinter der nächsten Kurve auf uns wartet und freuen uns einfach auf mehr von dieser Natur, der Ruhe und dem echten Ecuador. Was für ein grotesker Ort, an dem wir hier gelandet sind. Wir sind im Desierto de Palmira, einer Wüste, einer Sandwüste. Also wir wussten ja, dass Ecuador schon sehr vielfältig ist für die kleine Fläche. Aber dass es hier Sanddünen gibt, davon haben wir erst vor kurzem gehört. Aber dann war klar, dass wir hierher kommen müssen. Und ich meine, seht euch das an, diese Farben, dieser dunkle Sand, die leuchtend grünen Pinien, wenn die Sonne mal rauskommt, das ist beeindruckend. Als wir gestern angekommen sind, ging es mir gar nicht gut. Also ich hatte mit der Höhe richtig zu kämpfen. Keine Ahnung, obwohl wir nur auf 3.300 Höhenmeter sind. Und auch das Wetter war richtig schlecht. Und ich dachte, das wird ein richtiger Reinfall. Aber heute, es sieht schon sehr, sehr kurios aus. Ich bin richtig froh, dass es mir heute wieder gut geht. Und ja, ein bisschen scheint ja die Sonne. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier runter zu laufen. Wir müssen nachher da hoch nochmals. Das wird wahrscheinlich unser Endgegner sein. Aber trotzdem, wie Jessie ja meinte, sowas haben wir hier in Ecuador gar nicht erwartet. Ich hatte irgendwie ganz vergessen, wie das ist in der Höhe. Wie schnell man außer Atem kommt. Da geht man einen kleinen Hügel hoch. Wenn man denkt, da gibt es eine Aussicht, man ist komplett durch. Naja. Ja, aber man hat eine Sicht von hier oben. War es wert? Nein.
Naja, Okay. doch, ist nett. Ja, ist nett. Diese Sanddünen kommen natürlich nicht von irgendwoher, sondern es ist vor allem eine Kombination aus starker Winderosion, denn hier windet es andauernd und auch ziemlich stark teilweise. Und aus dem zweiten Faktor, und zwar die Überweidung. Hier wurde vor allem früher stark überweidet. Viele Äcker sieht man auch heute noch. Hier wird sehr viel Landwirtschaft betrieben. Und natürlich in Kombination mit Waldrodung, um Platz für diese Weiden zu machen, konnte der Wind hier durchfegen und hat diese Wüste auch immer vergrößert. Mittlerweile haben sie Pinienwälder gesetzt. Also alle diese Bäume, die man hier sieht, die wurden von Menschen wieder gepflanzt, damit eben die Ausbreitung der Wüste eingedämmt werden kann. Man hört aber auch immer wieder die Sägen im Hintergrund. Also die Forstwirtschaft hat hier immer noch, wird hier immer noch betrieben. Die Bäume werden auch in der Forstwirtschaft genutzt. Aber ja, man versucht hier irgendwie so eine gute Balance zu finden. Was für ein erster Eindruck von Ecuador. Wenn euch dieses Video und Ecuador genauso gut gefallen haben wie uns, dann ja, liked das Video, hypt das Video und kommentiert fleißig, denn es kostet nichts. Aber es bedeutet uns sehr viel und ihr unterstützt uns damit. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Hasta luego! Hasta luego! Strang ist es. Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven. Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven.